use that as a guidebook for life, you have to kind of ignore some of the stuff that doesn't make sense. Now, this is crazy. Why was the Book of Enoch removed from the Bible? There's some sort of a lesson in the myth, some sort of allegory. There's things about these stories that probably have hints of truth. Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Warum wurde das Buch Henoch aus der Bibel gestrichen? In diesem uralten Text werden Engel beschrieben, die vom Himmel fallen, Reason, die auf der Erde wandeln und Visionen der Apokalypse. Es nennt Henoch als einen Mann, der mit Gott wandelte. Doch sein Buch wurde verboten und jahrhundertelang vergraben. Jetzt taucht sie wieder auf. AI analysiert sie. Gelehrte fragen sich, warum die Kirche sie zum Schweigen gebracht hat. Und Millionen beginnen sich zu fragen, welche Wahrheit zu gefährlich war, um sie für sich zu behalten. Bleiben Sie bei uns. Das Geheimnis von Henoch könnte mehr enthüllen, als wir jemals wissen sollten. Das Buch Henoch. Das jahrhundertelang verborgene, aber nie ganz vergessene Buch Henoch ist einer der faszinierendsten und umstrittensten Texte der antiken Welt. Obwohl es weder in der hebräischen Bibel noch in den meisten modernen christlichen Kanons vorkommt, hallt sein Einfluss noch immer durch die Hallen der Geschichte, der Theologie und des Geheimnisses. Dieses alte Manuskript, das vermutlich zwischen 300 und 100 v. Crush geschrieben wurde, bietet einen Einblick in eine Zeit der spirituellen Erforschung. Es entstand in einer Zeit, in der viele religiöse Traditionen und Geschichten in den jüdischen Gemeinden noch im Entstehen begriffen waren und ausgetauscht und aufgezeichnet wurden. Doch während das Buch Henoch aus dem allgemeinen Sprachgebrauch verschwand, fand es an einem unerwarteten Ort Zuflucht, in Äthiopien. Die äthiopisch-orthodoxe Kirche nimmt es bis heute in ihre Bibelsammlung auf und bewahrt den Text nicht als Reliquie, sondern als lebendigen Teil des Glaubens. Dort ist es als Henoch bekannt, um es von späteren Schriften zu unterscheiden, die in seine Fußstapfen traten. Im Mittelpunkt des Buches steht Henoch, eine geheimnisvolle Gestalt aus dem Buch Genesis, die im Gegensatz zu den meisten Patriarchen mit Gott wandelte und dann verschwand, nicht verschied, sondern mitgenommen wurde. Dieser merkwürdige Satz öffnete die Schleusen für jahrhundertelange Spekulationen. Was hat Henoch gesehen? Wohin ist er gegangen? Und warum ist seine Geschichte in der Bibel so kurz? Das Buch Henoch versucht, diese Fragen zu beantworten. Und die Antworten, die es gibt, sind geradezu faszinierend. Es spricht von göttlichen Visionen, jenseitigen Wesen und Offenbarungen über die Struktur des Kosmos. Es werden gefallene Engel, himmlische Geheimnisse und die mysteriösen Ursprünge der als Nephilim bekannten Riesen vorgestellt. Fragmente des Textes wurden sogar in den Schriftrollen vom Toten Meer gefunden, was ein solider Beweis dafür ist, dass dieses Buch in einigen jüdischen Gruppen während der Zeit des Zweiten Tempels respektiert und studiert wurde. Frühchristliche Denker wie Clemens von Alexandrien und Tertullian zitierten es und diskutierten seine Bedeutung. Es zeigt, wie ernst es in der Antike genommen wurde. Einige vermuten, dass es an den kühnen Ideen und der lebhaften Bildsprache lag, die eine Einordnung erschwerten. Andere sind der Meinung, dass sein Inhalt zu sehr mit den aufkommenden christlichen Interpretationen übereinstimmt. Insbesondere mit denen, die mit messianischen Themen verbunden sind. Mit der Zeit legten die religiösen Autoritäten es beiseite, weil sie nicht wussten, wie sie es in die offizielle Lehre einordnen sollten. Dennoch ist das Buch Henoch nie ganz verschwunden. Es wirft weiterhin Fragen auf und weckt die Neugier. Welches uralte Wissen enthält es? Und warum fühlen sich die Menschen nach so vielen Jahrhunderten immer noch zu seiner Geschichte hingezogen? Vielleicht liegt es daran, dass das Buch Henoch nicht versucht, jede Frage mit Sicherheit zu beantworten, sondern es wagt, die Fragen zu stellen, die andere zu vorsichtig waren, um sie zu erkunden. Henoch in der biblischen Genealogie. Henoch wird in der hebräischen Bibel als Teil der Genealogie eingeführt, die auf Adam, den ersten Menschen, zurückgeht. Nach der Genesis ist er ein Urgroßvater von Noah, was ihn direkt in die Geschichte der Flut einbindet. Dieser Teil der Genealogie findet sich in Genesis 5, wo die Patriarchen von Adam bis Noah genannt werden. Von jedem Patriarchen heißt es, dass er viele Jahrhunderte gelebt hat. Aber Henoch sticht hervor, weil er 365 Jahre gelebt haben soll und dann nicht mehr lebte. Denn Gott nahm ihn zu sich. Diese Formulierung „Gott nahm ihn zu sich“ hat Gläubige und Gelehrte jahrhundertelang vor ein Rätsel gestellt. Von den meisten biblischen Gestalten wird einfach gesagt, dass sie gestorben sind,
Aber Henochs Geschichte ist etwas Besonderes. Dieser Unterschied führte zu der Vorstellung, dass er in den Himmel entrückt oder entrückt worden sein könnte, ohne die Sterblichkeit im üblichen Sinne zu erleben. Im Text des Neuen Testaments, Hebräer 11,5, wird erwähnt, dass Henoch aufgrund seines Glaubens den Tod nicht gesehen hat. Diese kurze biblische Aussage bildete die Grundlage für weitere Spekulationen, die im Buch Henoch zusammengestellten Geschichten beflügelten. Jüdische Traditionen und Folklore arbeiten oft biblische Figuren aus, die nur minimale, aber suggestive Beschreibungen haben. In Henochs Fall war die Lücke groß genug, um ganze Mythen oder erweiterte Erzählungen um ihn herum entstehen zu lassen. Später behaupteten die Ausleger, dass Henoch die Geheimnisse der Schöpfung, die Struktur des Universums und den Mechanismus des Himmels gezeigt wurden, die er für künftige Generationen in Schriften festhielt. Es ist auch erwähnenswert, dass einige Überlieferungen Henoch mit Melchisedek identifizieren, einem geheimnisvollen Priesterkönig, der in der Genesis zur Zeit Abrahams erwähnt wird. Melchisedek wird als Priester des höchsten Gottes dargestellt, und sein Auftreten und sein fehlender familiärer Hintergrund im Buch Genesis machen ihn zu einer faszinierenden Figur. Obwohl diese Identifizierung von Henoch mit Melchisedek nicht allgemein akzeptiert wird, ist sie Teil einer breiteren Tradition, die versucht, verschiedene antike Persönlichkeiten miteinander zu verbinden, die ungewöhnliche Beziehungen zu Gott und den Menschen hatten. In verschiedenen apokryphen und pseudepigraphischen Texten wird gesagt, dass Henoch seinen Nachkommen Weisheit vermittelte, die sich oft auf moralische, spirituelle oder kosmische Themen konzentrierte. Er wird als gerechter Mann dargestellt, der sich in einer Welt auszeichnete, die zunehmend verdorben war, insbesondere in den Generationen vor der Sintflut. Wenn wir dies mit der Tatsache kombinieren, dass Henoch angeblich keinen normalen Tod erlebte, ist es leicht zu verstehen, warum Geschichten über seine Reisen in himmlische Gefilde in alten religiösen Texten so weit verbreitet wurden. Das Buch Henoch nutzt diesen Hintergrund, um Erzählungen über Henochs Begegnungen mit göttlichen Wesen, seine Warnungen an die gefallenen Engel und seine Rolle bei der Offenbarung verborgener Weisheit an die Menschheit zu entfalten. Obwohl er in der hebräischen Bibel nicht erwähnt wird, bleibt Henoch aufgrund der quälenden Erwähnung seines Verschwindens und der zahlreichen Legenden um ihn eine bekannte Figur. Jüdische Mystiker des Mittelalters, wie die Anhänger der Merkabah-Tradition, stellten Henoch manchmal als himmlischen Schreiber oder als Engelsfigur dar. Diese Vorstellung, dass Henoch sich in einen Engel verwandelt hat, nachdem er von Gott genommen wurde, spiegelt sich in einigen Abschnitten des Buches Henoch wider, wo Henoch eine Rolle einnimmt, die über die eines normalen menschlichen Propheten oder Weisen hinausgeht. Ursprünge, Motive und Auswirkungen der Beobachter. Ein zentrales Thema im Buch Henoch ist der Bericht über die Engel, die sogenannten Wächter, die über die Menschheit wachen sollten, aber stattdessen der Korruption verfielen. Diese Wächter, 200 an der Zahl, stiegen zur Zeit Jareds, Henochs Vater, auf die Erde herab und legten einen Schwur ab, ihre Pläne auszuführen. In den meisten Versionen des Textes wird Semjasa als ihr Anführer genannt, und er befürchtet, dass er die ganze Schuld trägt, wenn nur er es wagt, das göttliche Gesetz zu brechen. Die anderen Engel verpflichten sich jedoch zur gleichen Tat, indem sie gemeinsam einen Schwur ablegen. Ihre Sünde besteht darin, sich menschliche Frauen zu nehmen und den Menschen verbotenes Wissen zu vermitteln. In Genesis 6, 1-4 taucht dieser Gedanke kurz auf. Die Söhne Gottes sehen, dass menschliche Frauen schön sind, nehmen sie zur Frau und zeugen einen hybriden Nachkommen, der als Nephilim bekannt ist. Im Buch Henoch werden diese Nephilim als blutdürstige Riesen beschrieben, die die Erde mit Gewalt und Bosheit verwüsten. Im Text heißt es, dass diese Riesen von enormer Größe waren und einen Großteil der Ressourcen der Erde verzehrten, wobei sie sich sogar dem Kannibalismus und anderen Formen der Korruption zuwandten. Ein bestimmter Wächter, Azazel, lehrt die Menschen Metallverarbeitung, Waffen, Kosmetik und andere Handwerke, die zu Eitelkeit und Gewalt führen. Andere lehren Zauberei, Astrology, Wissen über die Wolken oder die Funktionsweise der Sternbilder. Dieses plötzliche Aufkommen von fortgeschrittenem Wissen, so heißt es im Buch Henoch, bringt die Menschen von der natürlichen Ehrfurcht vor Gott ab. Stattdessen verleitet er sie zu Stolz, Krieg und verschiedenen Sünden. Das Auftauchen dieser gefallenen Engel und ihrer riesigen Nachkommen wird zu einem Hauptgrund für die Sintflut. In Henochs Erzählung appellieren die Erzengel Michael, Uriel,
Raphael und Gabriel an Gott, gegen die Wächter und ihre Kinder einzuschreiten. Gott schickt Uriel, um Noah vor der kommenden Flut zu warnen und ihm Anweisungen zu geben, wie er überleben kann. Raphael erhält den Auftrag, Azazel zu binden, während Michael den Rest der Wächter bestrafen soll. Dies erklärt, wie das Chaos schließlich kontrolliert wird und wie nur Noahs rechtschaffene Linie überlebt. Diese Geschichte liefert den Hintergrund für die biblische Flutgeschichte und legt nahe, dass die Verderbnis der Menschheit nicht nur auf moralisches Versagen zurückzuführen ist, sondern auch teilweise von Engelswesen verursacht wurde, die verbotene Künste einführten. Für einige Leser ist dies dramatischer als die kurze Erklärung in Genesis 6. Es bietet auch eine größere Bühne, auf der die Rolle Henochs zu sehen ist. Henoch dient als Bote, der Zeuge dieser Ereignisse ist und Gott um Gnade bittet. Obwohl das Ergebnis ist, dass die Nephilim und die Wächter das göttliche Gericht treffen. Das Buch der Wächter. Das Buch der Wächter wird gewöhnlich als der früheste und vielleicht einflussreichste Teil des Henoch-Buchs angesehen. Es beginnt mit einer Ankündigung des Gerichts über die gefallenen Engel und dient auch als Warnung an die Menschheit. Henoch wird als gerechter Mann dargestellt, dessen Augen von Gott geöffnet werden, sodass er die Visionen des Himmels sehen kann. Er wird Zeuge der geistigen Welt und erfährt alles, vom Ursprung der Engel bis zum Schicksal der Gerechten. Ein Punkt, der auffällt, ist, dass dieser Abschnitt Henoch als Vermittler darstellt. Er erfährt von der bevorstehenden Bestrafung der Wächter, wird aber auch von den Wächtern selbst gebeten, ihren Fall vor Gott zu vertreten. In einigen Versionen trägt er die Bitte der Wächter vor den göttlichen Thron, obwohl ihre Bitte um Vergebung abgelehnt wird. Dieser Teil des Textes unterstreicht die Schwere der kosmischen Ordnung. Engel haben eine festgelegte Rolle, und das Überschreiten der Grenzen zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre hat schreckliche Folgen. Das Buch der Wächter beschreibt auch, wie Henoch durch verschiedene Teile der Schöpfung reist. Er besucht verschiedene Ebenen des Himmels oder verschiedene mystische Orte, Ort, an denen die Geister der Toten auf das Gericht warten und an denen die Engel, die gesündigt haben, gebunden sind. Diese Beschreibungen sind ein frühes Beispiel für die jüdische apokalyptische Literatur, in der ein Seher durch himmlische Realitäten geführt wird, um Geheimnisse über die Zukunft oder die moralische Struktur des Universums zu erfahren. Dieser Abschnitt befasst sich intensiv mit dem Thema des kommenden Endes. Es wird erklärt, dass Gott eines Tages mit seinen heiligen Heeren kommen wird, um alle Wesen zu richten. Dies war eine kraftvolle Botschaft an die Menschen, die in unsicheren Zeiten lebten, und erinnerte sie daran, dass alle irdische Macht mit einer höheren Autorität rechnen muss. Das Buch der Wächter erinnert seine Leser auch daran, dass die Engel zwar mächtig sind, aber nicht über dem göttlichen Gesetz stehen, und dass auch die Menschheit dafür zur Rechenschaft gezogen wird, wie sie auf das ihr gegebene Wissen reagiert. Bei der Untersuchung von Henochs Rolle sehen wir, dass er mehr als ein Beobachter ist. Er wird zu einem Kanal der Weisheit, der sowohl den Grund für die Sintflut als auch Gottes unerschütterlichen Moralkodex erklärt. Gleichzeitig wird durch weitere Einzelheiten über die Söhne Gottes, die in der Genesis nur kurz erwähnt werden, versucht, die Frage zu beantworten, warum die Welt vor Noahs Zeit so moralisch zerstört war. Das Buch der Gleichnisse. Das Buch der Gleichnisse, Kapitel 37 bis 71, verlagert den Schwerpunkt von den Wächtern auf umfassendere Themen des Gerichts, der messianischen Hoffnung und der Endzeit. Es geht um eine Gestalt, die als Menschensohn, Auserwählter und Gerechter bezeichnet wird und auf einem Thron der Herrlichkeit sitzt. Viele Gelehrte sehen hier Parallelen zu Vorstellungen über den Messias, die später in christlichen Schriften auftauchen. In diesen Kapiteln empfängt Henoch immer noch Visionen, aber jetzt geht es um das Schicksal von Herrschern, Sündern und das Endgericht über die ganze Welt. Der Text wird manchmal als eine spätere Entwicklung angesehen, die auf der früheren Geschichte im Buch der Wächter aufbaut. Während die Wächter die Verderbtheit der Engel und ihrer Nachkommen betonten, dehnt das Buch der Gleichnisse die Idee der göttlichen Gerechtigkeit auf menschliche Herrscher und böse Regierungen aus. Der Ausdruck Menschensohn ist hier entscheidend. In der hebräischen Bibel bedeutet Menschensohn oft einfach Mensch. Aber in diesen Kapiteln des einen Henoch scheint es ein besonderer Titel zu sein, der auf eine auserwählte Person hinweist, die die Welt in Gerechtigkeit richten wird. In neutestamentlichen Texten wird der Begriff Menschensohn häufig auf Jesus bezogen, insbesondere in den Evangelien. Einige Leser sehen eine Verbindung und vermuten,
dass frühchristliche Autoren das Buch der Gleichnisse gekannt und seine Sprache übernommen haben könnten. Da das Buch der Gleichnisse jedoch nicht unter den Fragmenten von Qumran zu finden ist, ergeben sich Zweifel an seinem genauen Datum. Es könnte erschienen sein, nachdem die anderen Abschnitte des einen Henoch bereits bekannt waren. Dennoch bietet das Buch der Gleichnisse einen Einblick in das jüdische Denken über himmlische Vermittler und endzeitliche Ereignisse. Es beschreibt eine Welt, in der die Gerechten belohnt werden, die Bösen mit göttlicher Strafe rechnen müssen und unterdrückerische Herrscher ihrem Schicksal nicht entgehen können. Das Vorhandensein dieser detaillierten Eschatologie spiegelt das religiöse Klima der Zeit des Zweiten Tempels wider, als viele jüdische Gruppen mit politischen Unruhen, Fremdherrschaft und der Frage, wann die göttliche Gerechtigkeit kommen würde, zu kämpfen hatten. In diesen Kapiteln werden auch weitere Engelsgestalten vorgestellt, von denen einige Henoch durch Visionen leiten. Henoch erlebt verschiedene Realitätsebenen, auf denen er sieht, wie die Taten auf der Erde mit den Folgen im Himmel zusammenhängen. Das Buch der Gleichnisse ist daher ein wichtiges Werk der antiken jüdischen apokalyptischen Literatur und steht neben Texten wie dem Buch Daniel. Sein Stil und sein Inhalt haben viele dazu veranlasst, es mit anderen Schriften zu vergleichen, die sich mit dem endgültigen Schicksal der Welt und dem Eintreffen eines besonderen Gerichts befassen. Das astronomische Buch. Das astronomische Buch, auch das Buch der Leuchtenden genannt, ist ein weiterer hervorragender Abschnitt des einen Henoch. Es befasst sich mit der kosmischen Ordnung, insbesondere mit den Bewegungen von Sonne, Mond und Sternen. Viele Gelehrte glauben, dass die in Qumran gefundenen Fragmente umfangreichere Informationen enthalten als die späteren Kopien, was darauf hindeutet, dass die frühen Versionen noch detaillierter über den Himmel berichtet haben könnten. In diesem Abschnitt wird gesagt, dass der Engel Uriel Henoch durch die Funktionsweise des Kosmos führt. Eine der Hauptideen ist ein 364-Tage-Sonnenkalender, bei dem jedes Jahr in 4 gleiche Teile oder Jahreszeiten unterteilt ist und jede Jahreszeit in 3 30-Tage-Monate plus einen zusätzlichen Tag aufgeteilt ist. Auf diese Weise ergeben sich perfekte 52 Wochen pro Jahr, die immer am selben Wochentag beginnen. Ein solcher Kalender wurde auch von der Gemeinschaft befürwortet, die das Buch des Jubiläums schrieb. Ein Text, der in den Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt wurde. Er unterstreicht die Überzeugung, dass die korrekte Einhaltung der heiligen Zeiten und Feste von einem präzisen, auf der Sonne basierenden Kalender abhängt und nicht von dem Mondsystem, das von anderen jüdischen Gruppen verwendet wird. Für viele unterstreicht das astronomische Buch das Interesse einiger alter Juden an Astronomie und Zeitmessung. Manche sehen es nicht als rein mythisch oder symbolisch an, sondern interpretieren es als einen frühen Versuch, das religiöse Leben mit einer geordneten Vision der Schöpfung in Einklang zu bringen, in der die genaue Kenntnis des Himmelsgottes perfektes Design widerspiegelt. Andere sehen darin mystische oder esoterische Zwecke und weisen darauf hin, dass Engel Henoch diese Geheimnisse lehren. Was bedeutet, dass das Wissen heilig und nicht allgemein bekannt ist. Dieses Buch enthält auch einige moralische Lehren, die zeigen, dass kosmische Harmonie und moralische Ordnung miteinander verbunden sind. Die Zyklen von Sonne und Mond zum Beispiel könnten göttliche Gesetze darstellen, die der Mensch respektieren soll. Indem die Gläubigen bestimmte Feste zur richtigen Zeit begehen, bleiben sie im Einklang mit dieser höheren Ordnung. Wenn Menschen von der Rechtschaffenheit abdriften oder sich an heiligem Wissen vergreifen, entsteht ein Ungleichgewicht, das zu Unglück führt. Es gibt auch eine Wechselwirkung zwischen dem astronomischen Buch und der Geschichte der Wächter. Einige Wächter führen das Wissen über Wahrsagerei oder Astrologie auf korrupte Weise ein. Im Gegensatz dazu wird das von Uriel an Henoch vermittelte Wissen als rechtmäßig und rein bezeichnet. Dies weist auf ein grundlegendes Thema in einem Henoch hin. Wissen von Gott, das über die richtigen Kanäle weitergegeben wird, ist lebensspendend. Aber Wissen, das durch Rebellion oder Täuschung erlangt wird, bringt Zerstörung. Das Buch der Träume. Das Buch der Träume, Kapitel 83 bis 90, enthält allegorische Visionen, die Geschichten über die Geschichte Israels und der Welt erzählen. Einige interpretieren diese Visionen so, dass sie von der Urzeit bis zum Makkabäeraufstand im 2. Jahrhundert vor reichen. Andere, vor allem in der äthiopisch-orthodoxen Kirche, sind der Meinung, dass das Buch lange vor der Sintflut, zur Zeit Henochs, geschrieben wurde. In diesen Visionen symbolisieren Tiere oft Menschen oder verschiedene Gruppen von Menschen,
während menschliche Figuren Engel darstellen können. In einem Traum könnte beispielsweise ein weißer Stier für die Patriarchen stehen, während schwarze Stiere oder andere Kreaturen für korrupte Nationen stehen könnten. Es ist eine Methode, um reale historische Ereignisse in symbolischer Form zu kodieren. Eine Technik, die in der jüdischen apokalyptischen Literatur üblich ist. Im Buch Daniel zum Beispiel werden Tiere verwendet, um verschiedene Reiche zu symbolisieren. Durch die Aufzählung oder Andeutung verschiedener historischer Epochen bietet das Buch der Träume einen Überblick darüber, wie nach Ansicht des Autors die göttliche Führung mit der menschlichen Geschichte interagierte. Der Text deutet darauf hin, dass Gott über alle wichtigen Entwicklungen Bescheid weiß. Von den ersten Generationen nach Adam bis hin zu den Kriegen und Kämpfen zu Henochs Zeit oder möglicherweise zur Zeit des Autors. Wenn man bedenkt, dass dieser Text wahrscheinlich Jahrhunderte später geschrieben wurde. Menschen, die Gott treu sind, werden mit bestimmten Tiersymbolen identifiziert, während Unterdrücker oder Götzendiener als gefährliche Kreaturen erscheinen. Manche behaupten, dass diese symbolischen Erzählungen auf eine endgültige Lösung hinweisen. Trotz des Chaos und des Leids, die durch Rebellionen, Kriege oder korrupte Führer verursacht werden, wird Gott letztlich die Gerechten retten. Das Buch der Träume befasst sich nicht nur mit negativen Ereignissen, sondern sieht auch eine endgültige Wiederherstellung vor, in der Frieden, Sicherheit und Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen herrschen. Diese Botschaft wäre für die Leser, die in Zeiten der Besatzung, der erzwungenen Hellenisierung oder der inneren Unruhen in der jüdischen Gesellschaft lebten, ermutigend gewesen. Ein Grund, warum das Buch der Träume auffällt, ist, dass es den Stil anderer apokalyptischer Schriften widerspiegelt, die in der Bibel und außerhalb der Bibel zu finden sind. Dieser Stil ist eine Mischung aus Visionen, Engelsdeutungen und verschlüsselten Prophezeiungen. Der Unterschied besteht darin, dass im Buch Henoch der Visionär ist, während im Buch Daniel die Visionen sieht. Beide Figuren dienen als Kanäle für göttliche Offenbarungen über gegenwärtige Umstände und zukünftige Ergebnisse. Was hier zum Vorschein kommt, ist das Gefühl, dass es, auch wenn die Kräfte des Bösen stark erscheinen, einen verborgenen Plan gibt, der diese Ungerechtigkeiten mit der Zeit korrigieren wird. Leser, die diese Sichtweise akzeptieren, können ihre eigenen Kämpfe als Teil eines umfassenderen kosmischen Musters sehen. Dies war eine starke Botschaft für diejenigen, die das Gefühl hatten, dass die sichtbare Welt um sie herum voller Schwierigkeiten war und dass Gottes Gerechtigkeit noch nicht vollständig offenbart worden war. Der Henochbrief, der sich gewöhnlich über die Kapitel 91 bis 108 erstreckt, enthält eine Mischung aus ethischen Lehren, apokalyptischen Visionen und spezifischen Prophezeiungen. Ein Teil dieses Abschnitts enthält die sogenannte Apokalypse der Wochen. Darin wird die Weltgeschichte in 10 Wochen eingeteilt, von denen jede eine bestimmte Periode oder Dispensation darstellt. 7 dieser Wochen liegen in der Vergangenheit und 3 in der Zukunft. Der Text endet mit einem Ausblick auf einen neuen Himmel, eine neue Erde und endlose Zeitalter der Güte und Gerechtigkeit. In der Epistel werden auch moralische und geistige Pflichten angesprochen, oft in Form von Reden an Henochs Verwandte, wie seinen Sohn Methusalem. Henoch spricht über die Wahl des Weges der Gerechtigkeit anstelle des Weges der Ungerechtigkeit und verbindet diese Wahl mit dem endgültigen Gericht Gottes. Ein Grund für die Bedeutung des Briefes ist, dass er Henochs Rolle als Prophet und Lehrer vereint, anders als in den früheren Abschnitten, in denen der Schwerpunkt auf kosmischen Ereignissen und den Handlungen der Engel liegt, finden wir hier eine direktere moralische Ermahnung an die Menschen. Eine faszinierende Passage findet sich in dem als Geburt Noahs bekannten Teil, in dem die Umstände von Noahs Geburt geschildert werden. Noah soll ganz anders ausgesehen haben, mit Gesichtszügen, die eher denen von Engeln ähneln als denen typischer menschlicher Nachkommen. Dieses Detail weist auf frühere Themen des göttlichen oder engelhaften Eingreifens in die Genealogie der Menschheit hin. Während das kanonische Buch Genesis kein ungewöhnliches Zeichen bei Noahs Geburt erwähnt, erweitert das Buch Henoch diese Lücke, indem es eine engere Verbindung zum himmlischen Bereich andeutet. Der Henochbrief berührt auch das Konzept eines zukünftigen Tages des Gerichts. Er bekräftigt, dass alle verborgenen Taten ans Licht kommen werden und dass diejenigen, die den göttlichen Prinzipien treu bleiben, belohnt werden. Die Bösen hingegen werden mit der notwendigen Strafe rechnen müssen.
Diese wiederholte Warnung spiegelt ein Muster in apokalyptischen Texten wider, in denen angesichts des bevorstehenden Endgerichts ein dringender Aufruf zur Umkehr ergeht. Darüber hinaus enthält der Brief Verweise auf die Generation des Lichts und die der Finsternis Unterworfenen, was als symbolische Trennung zwischen den Menschen, die die göttliche Wahrheit annehmen, und denen, die in der Ungerechtigkeit verharren, gesehen werden kann. Viele Ausleger bringen diese Ideen mit einer allgemeinen apokalyptischen Weltsicht in Verbindung, die in der Zeit des Zweiten Tempels verbreitet war, einer Zeit, die von Fremdherrschaft, inneren Spannungen und Debatten über den richtigen Weg zur Befolgung des göttlichen Gesetzes geprägt war. Ansichten der frühen Kirchenväter. Als sich das Christentum in der antiken Welt zu verbreiten begann, löste ein geheimnisvoller Text immer wieder Debatten unter den frühen Theologen aus, das Buch Henoch. Einige Kirchenführer betrachteten es mit großer Neugierde, während andere auf Distanz blieben. Zu denjenigen, die von diesem Buch fasziniert waren, gehörten bekannte Persönlichkeiten wie Justin Martyr, Irenäus, Origenes und Clemens von Alexandria. Sie zitierten die Geschichten oft, wenn sie über Engel, Dämonen und die verborgene Struktur des Universums sprachen. Tertullian, der aus Nordafrika schrieb, ging sogar noch weiter. Er betrachtete das Buch Henoch als heilig und behauptete, es sei von den jüdischen Behörden verworfen worden, weil es Prophezeiungen über die Ankunft Christi enthielt. Doch trotz seiner Verteidigung hat es das Buch nie in das offizielle Neue Testament geschafft. Auch in die jüdischen Schriften wurde es nicht aufgenommen. Ein Grund dafür könnte seine Sprache gewesen sein. Der Originaltext war nicht auf Hebräisch, sondern auf Aramäisch verfasst, was seine Akzeptanz in traditionellen Kreisen erschwerte. Ein weiterer Grund war sein kühner und fantasievoller Inhalt. Geschichten von Riesen, gefallenen Engeln und kosmischen Schlachten wurden von einigen als zu spekulativ für eine wachsende Kirche angesehen, die versuchte, eine einheitliche Theologie zu schaffen. Dennoch hinterließ das Buch Henoch seine Spuren in den frühen christlichen Schriften. Der neutestamentliche Brief des Judas zitiert direkt daraus und verweist auf eine Prophezeiung über die Ankunft Gottes mit Tausenden von Heiligen. Dies beweist, dass zumindest einige frühe Christen das Buch ernst genommen haben. Im Laufe der Zeit entfernten sich die offiziellen Kirchenräte von Henochs lebhaften Visionen. Die Ideen in dem Buch über die Rebellion der Engel und die verschwimmenden Grenzen zwischen Menschen und göttlichen Wesen mögen mit den aufkommenden Lehren in Konflikt geraten sein. Aber die Geschichten verschwanden nicht. Die Themen Henochs tauchten in mittelalterlichen Legenden, mystischen Schriften und religiöser Folklore wieder auf. An einem Ort blieb das Buch Henoch jedoch vollständig erhalten. In Äthiopien überlebte es die Jahrhunderte, sorgfältig abgeschrieben in der alten Ge'ez-Sprache. Es wurde Teil des äthiopisch-orthodoxen Kanons, wo es bis zum heutigen Tag respektiert wird. Jahrhunderte später entdeckten europäische Gelehrte zu ihrem Erstaunen vollständige äthiopische Handschriften. Bis dahin kannten sie nur Fragmente, die auf Griechisch oder Lateinisch zitiert wurden und in anderen alten Texten verstreut waren. Diese vollständigen Kopien öffneten die Tür zu modernen Übersetzungen und weckten das Interesse an einer Geschichte, die schon fast aus dem Gedächtnis verschwunden war. Danke, dass Sie diese Reise mitgemacht haben. Wenn Sie von alten Texten und biblischen Geheimnissen fasziniert sind, bleiben Sie hier. Tippen Sie auf das Video auf Ihrem Bildschirm, um mit uns auf Entdeckungsreise zu gehen.